Es ist wirklich erschütternd zu sehen, welch eine große Zahl von Professoren Jung zusammengetragen hat, die alle belastet waren, sicher einige weniger stark, nur formal, aber auch die haben sich hineinbegeben in dieses System der Unrechtsherrschaft, der Begünstigung der eigenen Leute und der rechtswidrigen Beeinträchtigung der Karriere und des Wirkens anderer, die nicht für den Staat und dieses System waren. Das hat große Folgen gehabt und das ist eine Warnung für heutige Generationen. Es gibt auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der anderen Gerichte, der zuständigen Gerichte, ein sogenanntes postmortales Persönlichkeitsrecht, ein Persönlichkeitsrecht, das über den Tod des Betroffenen hinaus besteht. Und ich habe das geprüft, was nun in dem Bericht jetzt steht von Herrn Jung und festgestellt, dass es dort eben tatsächlich keine verbotene Persönlichkeitsverletzung darstellt, sondern sachlich, nüchtern, ohne nun übertriebenes Moralisieren geschehen ist und dass solche Äußerungen gedeckt sind von anderen Freiheitsrechten und Freiheitsrechten, die dem Anspruch auf Persönlichkeitsschutz entgegenstehen. Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit. Das sind die Stichworte, die dem entgegenzuhalten sind. Das ist an vielen Universitäten genauso gewesen. Man weiß im eigenen Fach, wer die alten Nazis waren, die nach dem Kriege wieder in ihre Positionen eingerückt sind. Vielleicht ein Name nur, der bayerische Kultusminister Theodor Mauns war ein großer Nazi gewesen, hat entsprechende Schriften in der Nazizeit verfasst, war ein hoch angesehener Professor an der Universität München und Verfasser eines der führenden Kommentare zum Grundgesetz. Da hat auch die Erinnerung erst später eingesetzt. Ich fühle mich bereichert durch die Lektüre dieses Buches. Vieles, was man nur geahnt hat oder was man vermutet hat, wird bestätigt. Einiges wird zurechtgerückt. Für mich ist auch persönlich die Erinnerung an die NS-Belastung von hohen Staatsbediensteten ein Thema. Es gibt viele Gründe, im Einzelfall zu sagen, ja, das kann man vielleicht verstehen. Richtig war es trotzdem nicht. Das sage ich auch als der Sohn eines Selbstbelasteten. Ich finde das nicht gut. Ich finde das einen dunklen Fleck in der eigenen Geschichte und muss dazu stehen, muss sich damit auseinandersetzen.